Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Gewürzgurken einkoche. Auf dem Markt habe ich zusammen mit Gurkendill Einlegegurken gekauft. Diese werden zunächst gereinigt. Dazu bürstet man sie unter fließendem Wasser ab. Das entfernt Verschmutzungen der leicht höckrigen Frucht. Damit ich weiß, wie viel Sud ich vorbereiten muss, gebe ich die Gurken vorab schon mal in meine Gläser und schütte etwas Leitungswasser darauf. Das Wasser wird nun in eine Schüssel, welche auf einer Waage steht, zurückgegossen. Das mag jetzt etwas umständlich erscheinen, aber nun weiß ich, wie viel Gurkensud ich vorzubereiten habe, was ich gleich selbstverständlich auch noch zeigen werde. Zunächst jedoch werden die Enden der Gurken abgeschnitten. Wer will, kann sie auch noch mit einem Zahnstocher ein wenig einstechen. Die Gurken werden etwas trocken gerieben und anschließend gebe ich ca. einen Esslöffel Salz darüber, damit sie ungefähr eine halbe Stunde lang Wasser ziehen können. In dieser Zeit bereite ich meine Gläser vor. Sie müssen natürlich vollkommen sauber sein, frisch aus der Spülmaschine wäre ideal. In die Gläser werden die Gewürze gegeben, wobei man nach eigenem Geschmack vorgehen kann. Ich verwende gerne 1/4 bis einen halben Teelöffel Senfkörner. Hier verwende ich pro Glas eine Wacholderbeere, welche ich ein wenig zerdrücke. Des Weiteren gebe ich noch ein paar Nelken in das Glas, sowie Pfefferkörner, man kann sie grob zerstoßen oder auch nicht. Und ich gebe noch ein halbes Lorbeerblatt dazu. Man kann auch Meerrettich, Knoblauch, Selleriesamen oder auch Chilischote dazugeben, je nach eigenen Vorlieben. Gurkendill gehört aber auf jeden Fall dazu. Das ist eine ausgewachsene, blühende Dillpflanze, die ich hier in Stücke von ca. 5 cm Länge schneide. Die Dolde zerreiße ich in 4 Stücke, damit alles über die 4 Gläser verteilt werden kann. Nun bereite ich den Gurkensud vor. Hierzu gibt es eine ganz einfache Faustregel: 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig, 1 Teil Zucker und Salz. Die Gewürze befinden sich bereits in den Gläsern. Da ich eben das Wasser gewogen hatte, weiß ich, dass ich 640 Gramm Sud benötige. Der Einfachheit halber runde ich auf 660 Gramm auf. Ich brauche also 330 Gramm Wasser, 220 Gramm Essig und 110 Gramm Zucker, ergibt zusammen 660 Gramm Sud. Entsprechend schütte ich in meinen Topf nun das Wasser, den Essig und gebe den Zucker hinein. Und da Zucker ja bekanntermaßen nicht ganz so gesund ist, nehme ich etwas weniger. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Und ich gebe noch 2 Teelöffel Meersalz in den Sud. Das entspricht einem Prozentsatz von 1,5% bezogen auf die Gesamtmenge Wasser, Essig und Zucker. Dann bereite ich noch meinen Topf zum Einkochen vor. Ich gebe auf den Boden eine Eisenplatte. Wer keine hat, kann auch ein altes Handtuch oder einen Topflappen nehmen. Darein kommt etwas Wasser, und zwar so viel, dass die Gläser ungefähr zur Hälfte im Wasser stehen. Der Topf kann schon mal langsam erwärmt werden, ebenso wie der Essigsud. Meine Gurken haben nun genug Wasser gezogen. Ich reibe sie noch mal kurz mit dem Salz ab, bevor ich das Salz abspüle, und nun können sie endgültig in die Gläser gegeben werden. Darüber hinaus gebe ich auch noch klein geschnittene Zwiebeln zu den Gurken. Perlzwiebeln kann man auch verwenden. Je nach Größe der Zwischenräume verwende ich große oder kleinere Stücke der Zwiebel. Und ich verteile nun auch noch den Gurkendill auf die Gläser. Der Gurkensud kocht mittlerweile und ich schütte ihn auf die Gurken. Ich habe Apfelessig verwendet, der ein wenig dunkler ist. Da ich ein bisschen zu wenig Wasser abgewogen hatte, reicht der Sud nicht ganz. In diesem Fall füllt man einfach mit ein bisschen Wasser auf. Der Gurkendill wird wieder an seinen Platz verwiesen und nun kommen sofort die Deckel auf die Gläser und werden fest zugezogen. Man darf keine verrosteten oder verbogenen, löchrigen und sollte auch keine zu alten, oft benutzten Deckel verwenden. Nur wenn die Deckel ganz fest schließen, wird sich beim Erkalten der Gläser ein Vakuum bilden können.
Und nur das Vakuum ermöglicht die lange Haltbarkeit. Das Wasser in meinem Kochtopf ist angewärmt und die Gläser können hineingesetzt werden. Das Wasser wird zum Kochen gebracht und dann werden die Gurken je nach Größe der Gläser 25 bis 35 Minuten bei kleiner Hitze simmern gelassen. Man nimmt sie aus dem Topf, stellt sie auf ein Handtuch und deckt sie anschließend mit einem weiteren Handtuch ab, damit sie langsam auskühlen können. Wer keinen großen Topf zum Einkochen hat oder eine größere Menge Gläser einkochen will, kann das auch im Backofen machen. Man bereitet die Gurken wie gezeigt vor. Der Ofen wird vorgeheizt und ein Bratenblech eingesetzt. Große Einweggläser werden zunächst 15 Minuten bei 180 Grad Celsius im Ofen gelassen, dann kommen die kleineren dazu. Alles wird weitere 30 Minuten gegart. Danach werden die Gläser aus dem Ofen genommen und ebenfalls zugedeckt erkalten gelassen. Im noch heißen Zustand wölben sich die Deckel ein klein wenig nach außen, sind also konvex. Einmal erkaltet, ziehen sie sich durch das Vakuum bedingt nach unten, sind also konkav. Ich weiß nicht, ob man das sehr gut erkennen kann, aber man kann es fühlen, wenn man mit der Hand darüber fährt. Bei den Weggläsern prüfe ich immer noch mal nach, ob die Deckel sich nicht abheben lassen. Sollte ein Deckel undicht sein, stellt man das Glas in den Kühlschrank und sollte es alsbald verbrauchen. Nun können die Gurken in ihren Gläsern noch ungefähr 2 Wochen stehen bleiben, damit sie durchziehen können und sich der Geschmack der Gewürze gut verteilen kann. Sie schmecken wunderbar zu einer Aufschnittplatte oder im Kartoffelsalat. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus, sie selber zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier habe ich nochmal ein Rezept zusammengeschrieben. Aber nichts ist bei den Gewürzgurken in Stein gemeißelt und vertraut einfach eurem Geschmack, euren Vorlieben und auch ja eurer Erfahrung, die sich mit der Zeit einstellen wird. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen und wie immer guten Appetit!